Der Süden Thailands gehört zu den beliebtesten Reisezielen überhaupt. Völlig zu Recht, aber besonders zur Hauptreisezeit bietet sich vor Ort oft ein anderes Bild. Menschenmassen strömen an die Strände, die Preise steigen und der Urlaub wird eher Stress als Erholung. Aber das muss nicht sein. Ich habe gerade mal nachgezählt, also es sind wirklich vielleicht 20 Leute hier mitten im Januar in Thailand. Das ist so crazy. Mitten im touristischen Zentrum von Thailand, genau zwischen Phuket und Krabi, gibt es eine Insel, auf der du genau das findest, wonach du suchst. Ruhe, eine entspannte Atmosphäre und leere Strände. Willkommen auf Koh Yao Noi. Herzlich willkommen auf Koh Yao Noi. Also wir sind zwar erst seit ein paar Stunden hier, aber der erste Eindruck ist schon so ultra schön. Ich glaube, wir werden es lieben hier. Der erste Strand, an dem wir sind, hier sind kaum andere Leute. Die Aussicht auf die Umgebung ist aber fantastisch. Wir sind gespannt, was uns hier in den nächsten Tagen erwartet. Schnappen uns einen Roller und erkunden die Insel. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Hornbill Viewpoint, weil hier auf Koh Yao Noi kann man Hornbills sehen. Hoffentlich kriegen wir einen zu Gesicht. Das war sehr spät. Also ich glaube, da oben relativ weit weg fliegen wieder zwei. Siehst du? Da oben? Ja, ganz Und klar. da hinten. Ja, man sieht es ein bisschen. Ihr müsst euch leider mit der Statue von den Nashornvögeln begnügen. Wir haben oben keinen gesehen, allerdings gestern Abend, den hast du auch gefilmt. Ja, der war auch richtig nah und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir noch mal einen sehen werden, weil die Insel ist schon sehr bekannt dafür. Dann ist nur wahrscheinlich die Kamera gerade nicht bereit. Ja, anders als jetzt gleich beim Long Beach, den habt ihr uns nämlich auch empfohlen, habt ihr uns auf Instagram geschrieben und ihr habt uns vorgewarnt, die Anfahrt mit dem Roller dort soll sehr gefährlich und abenteuerlich sein. Bisher ist es eigentlich voll in Ordnung zu fahren. Es ist ein bisschen, oder ist unbefestigt, ein bisschen Kies auf dem Sand. Aber wenn man vorsichtig fährt, dann passt das schon. Für jeden halbwegs geübten Rollerfahrer sollte das kein Problem sein. Habe ich es jetzt gejinxt? Ich hoffe nicht. Also ich habe vorher gelesen, Koh Yao Noi soll nicht so schöne Strände haben. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Nee, ich auch nicht. Also hier ist gerade sehr stark Flut. Die Gezeiten sind hier sehr stark ausgeprägt und eigentlich ist Flut besser, weil es sieht schöner aus und man kann ins Wasser gehen. Ja, bei Ebbe ist das wohl sehr weit weg und sehr steinig, da braucht man eigentlich Wasserschuhe. Und jetzt ist gerade die Flut aber so stark, dass man vom Strand nicht mehr so viel sieht. Aber ich muss sagen, es sieht doch traumhaft Sieht aus. mega aus. Das ist ein unfassbar schöner Strand. Ja, und auch total klares Wasser und so. Hammer. Ich bin wirklich beeindruckt, nicht nur von der Schönheit der Strände und dieser Kulisse, sondern noch viel mehr davon, wie wenig hier aktuell los ist. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben gerade die erste Januarwoche hier in Thailand und Krabi explodiert gerade, Phuket explodiert sowieso immer eigentlich und hier findet man ganz gemütlich noch so einen Strandabschnitt, wo man ganz entspannt einfach hier zu zweit die Ruhe genießen kann. Also das ist genau das, was wir uns von Koh Yao Noi irgendwie erhofft hatten und es ist irgendwie so schnell geht und man hier ganz easy einfach an so einem Strand, der jetzt kein Geheimtipp ist, den Strand kennt man hier auf der Insel, einfach 3 Meter weiterläuft und dann sitzt man hier ganz alleine. Auch in der Mittagszeit, ne? Ist jetzt nicht, dass man um 8 Uhr morgens kommen muss, sondern einfach hier wirklich tagsüber. Es ist wirklich ein richtiges Paradies. Eine willkommene Abkühlung hier, kleine Kokosnuss bei den steigenden Temperaturen. Hier ist auch direkt ein Restaurant beim Long Beach, Three Sisters heißt es. Aber wir gehen in der Stadt essen, weil wir wollen euch die Stadt nämlich auch mal zeigen hier auf Koh Yao Noi. Das ist as busy as it gets hier auf Koh Yao Noi. Das hier ist die Hauptstraße, wenn man es denn so nennen kann. Und insgesamt ist die Insel relativ dezentral. Aber hier gibt es relativ viele Restaurants und auch ein 7-Eleven, mehrere Souvenirshops, Klamottenläden und so weiter. Also das ist so das Zentrum, wenn man es denn so nennen mag. Also hier ist alles extrem entspannt. Und eine Sache, die euch vielleicht schon aufgefallen ist, die
ihr im Video gesehen habt, ist, dass viele Frauen hier Kopftücher tragen. Denn es gibt einige Regionen hier im Süden von Thailand, unter anderem auch Koh Yao Noi, die muslimisch geprägt sind. Dementsprechend werden hier die buddhistischen Tempel gegen die Moscheen getauscht. Erinnert uns ein bisschen an Indonesien, wenn dann abends der Muezzin zum Gebet ruft oder die Frauen Kopftücher tragen. So, wir sind jetzt hier einmal eingekehrt bei Earth and Plants heißt das Restaurant, glaube ich. Das ist eins von einigen hier auf der Hauptstraße. Und ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Ich habe vor der Fähre auch 3,70 und Reis schon dabei. Du bist ja eigentlich der Katzenmensch von uns beiden, aber die Katzen kommen immer zu mir. Ja, aber die Hunde kommen immer zu mir. Das stimmt, die lecken dich immer direkt ab, ja. Ja, warum auch immer. Das Restaurant heißt hier Rong Na Café und eine Sache, die in Thailand natürlich nicht fehlen darf, ist Mango Sticky Rice, also Reis mit Mango. Das ist so süßer Klebereis und dazu gibt es immer diese Art, was ist das, Kondensmilch, Kokosnussmilch? Kokosmilch. Kokosmilch. Und die ist halt ultra süß. Das ist eigentlich ein Das Dessert. ist ein guter. Ich esse eigentlich gar nicht so gern Mango, aber hier in Thailand sind die halt übertrieben süß. Cheers. Manchmal muss man hier ein bisschen Geduld mitnehmen, wenn man Essen bestellt. Hier nicht. Manchmal geht es auch ganz schnell. Also wir wollten eigentlich erst das Bier trinken und dann essen, aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Wir haben rotes Curry bestellt, sieht sehr lecker aus. Unsere Oase der Ruhe hier, das Kunna Haus, unsere Unterkunft auf Koh Yao Noi, können wir wirklich weiterempfehlen. Ist eine kleine Anlage hier, bestehend aus 4 Bungalows, die alle sehr groß sind. Extra Badezimmer mit abgetrennter Dusche, sehr schön eingerichtet, sogar mit einem kleinen Küchenbereich. Ist nicht ganz günstig, ehrlicherweise, kostet 48 € pro Nacht. Das ist über unserem Budget normalerweise, aber wir haben recht kurzfristig gebucht und wir haben fast gar nichts anderes gefunden, weil die Auswahl hier auf Koh Yao Noi, die ist nicht so groß. Ne? Es gibt hier keine großen Hotelanlagen, keine großen Resorts, zum Glück. Ja, deshalb ist es dann hier zur Hauptreisezeit manchmal nicht ganz leicht, kurzfristig was zu finden, aber wir sind wirklich sehr zufrieden. Können wir auf jeden Fall weiterempfehlen und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Weltreise oder hier Vlogs aus Thailand, dann abonniert diesen Kanal und dann haben wir noch einen Tipp von euch bekommen. Dazu müssen wir uns aber wieder auf den Roller schwingen. Also im Gegensatz zu der Anfahrt zum Long Beach gestern, die dann doch recht entspannt war, ist es hier auf jeden Fall etwas abenteuerlicher. Aber wie pflege ich zu sagen, die schlechtesten Wege führen zu den schönsten Stränden. Okay, hoffen wir mal, du hast recht. Jetzt stellt sich immer die Frage, hier stehen jetzt schon einige Roller, aber da oben geht es noch weiter. Weiter oder Ich bin an sich dafür, nur wir haben nur die Honda Wave 110. Ich hoffe, die bringt uns da hoch. Probieren es mal, ja? Ja. Machen wir da drunter durch? Ja, dann lass jetzt hier parken. Also ab hier geht es jetzt nicht mehr weiter, zumindest für uns. Da ist halt so ein Ast auch über dem Weg. Das heißt, wir laufen jetzt und ich bin mal gespannt, ob wir dann aber weiter vorne doch noch Roller sehen. Wahrscheinlich. Es gibt bestimmt so ein paar Verrückte, die noch... Es gibt immer Leute, die weiterfahren. Ja. Hätten wir also doch noch mit dem Roller weiterfahren können. Ja, also bis hierhin geht's und jetzt da liegt aber dann so ein Baumstamm. Und wir sind jetzt so 10 Minuten ungefähr gelaufen und uns kam gerade jemand entgegen und er hat einfach gesagt, it's the most beautiful beach you've ever seen. Also meine Erwartungshaltung ist sehr hoch jetzt.
Best Beach you've ever seen? War eine Übertreibung oder nicht? Also ist natürlich schon sehr hoch gegriffen, aber er sieht schon ultra schön aus. Also gerade mit diesen Felsen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt ist es gerade voll episch mit dem Segelboot auch noch. Ja, das ist halt cool, weil das halt so in dieser Bucht zwischen diesen Karstfelsen hier so mittendrin liegt. Hammerschön. Desto länger wir hier sind, desto besser gefällt es mir. Also die Kulisse ist so unfassbar schön. Ab und zu schippert hier noch so ein Longtail-Boot vorbei. Ich meine, der Strand selbst ist jetzt nicht super fein. Hier liegt auch ein bisschen Müll. Der wurde allerdings zusammengesammelt. Also man tut sein Bestes, um das hier sauber zu halten. Und ich habe gerade mal nachgezählt. Also es sind wirklich vielleicht 20 Leute hier mitten im Januar in Thailand. Das ist so crazy. Und auch die Kombination aus dieser kleinen abenteuerlichen Rollerfahrt, dann so die Wanderung hier runter. Und dann kommt man eben nicht bei Maya Bay raus, wo 10.000 andere Touristen sind, sondern hier bei der Monkey Bay auf Koh Yao Noi. Also die Insel steigt so langsam zu unserer absoluten Lieblingsinsel hier in Thailand auf. Und wir laufen jetzt zurück und dann ziehen wir nochmal ein Fazit, warum es hier uns denn so gut gefällt. Einer hat einfach komplett durchgezogen. Der ist einfach mit dem Roller bis hierhin gefahren. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil das ging so steil runter hier, oder? Ja, auch hier. Der Weg durch den Dschungel da mit einem Roller. Fühlst du dich herausgefordert? Schon, Auf jeden Fall. Also die Monkey Bay war der krönende Abschluss unseres Aufenthalts hier. Und ich würde sagen, unser Fazit fällt sehr, sehr positiv aus. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ja, was uns besonders gut gefallen hat, ist, dass hier der Tourismus wirklich in einem sehr gesunden Verhältnis steht. Ne? Ich meine, wir können das jetzt natürlich nicht vollumfänglich beurteilen, aber das ist unser erster Eindruck. Ich meine, Tourismus ist immer Fluch und Segen zugleich. Ja? Aber hier haben wir das Gefühl, dass der in einem gesunden Verhältnis steht. Und die Insel, die gehört einfach noch den Einheimischen. Ja. Ja? Wenn man hier durch die Straßen, durch die Dörfer fährt und so weiter, man sieht viel vom Leben hier auf der Insel. Und man sieht vor allem mehr Einheimische als Touristen. Das ist auf vielen Inseln hier im Süden von Thailand eben anders. Ja, es ist so ein bisschen mehr das einfachere Inselleben. Und ich glaube, dass auch deswegen viele herkommen. Also auch jetzt vom Publikum her fanden wir es extrem entspannt und sehr angenehm. Ja, also das ist zumindest unser erster Eindruck. Ich meine, wir können natürlich nicht hinter verschlossene Türen schauen und wie die Entwicklung hier weitergeht. Aber ich glaube irgendwie, ich meine, man kennt ja Koh Yao Noi und Koh Yao Yai, die Nachbarinsel, auf die es für uns auch noch geht übrigens. So ist jetzt ja kein Geheimtipp, aber trotzdem wird es halt häufig übersehen hier zwischen Phuket und Krabi. Und das ist das, was für uns halt den Charme ausgemacht hat, dass es einfach schön und entspannt ist. Also es kommt auf jeden Fall in unsere Top-Thailand-Inseln. Wir werden sehen, wie es auf Koh Yao Yai aussieht, hier der Nachbarinsel im Süden. Auf die geht es nämlich übermorgen. Das nehmen wir natürlich auch mit hier auf YouTube mit auf. Und dann könnt ihr auch einen kleinen Vergleich ziehen, welche Insel vielleicht für euch besser geeignet ist. Wir haben gerade noch was gegessen, sind jetzt hier lang gelaufen. Dann haben wir noch einen Hornbill gesehen. Ja, 2 sogar. Und die sind gerade beide in diesem Baum dort gelandet. Direkt übereinander. Gucken wir mal, ob sie noch da sind. Wir haben hier gerade noch auf der Straße gehalten, weil hier waren ganz, ganz viele Nashornvögel, also bestimmt so 20 oder 25, die hier ganz nah in den Baumkronen gesessen haben, auf den Palmen und so, die auch miteinander kommuniziert haben. Und dazu auch die ganze Kulisse hier, einfach irgend so ein random Strand an der Straßenseite. Die Karstfelsen jetzt so ein bisschen im goldenen Licht schimmern, also Koh Yao Noi hat es uns richtig angetan. Das war jetzt der krönende Abschluss für unsere Zeit hier und wir sehen uns auf Koh Yao Yai wieder. Ui, ich glaube, die haben Vorfahrt. Die haben Vorfahrt hier, die Wasserbüffel. Ne, was sind das? Das sind keine Wasserbüffel. Doch, klar. Nein. Klar, das sind Wasserbüffel und die haben ganz viele Junge. Aber sind Wasserbüffel nicht viel größer und dunkler? Es gibt unterschiedliche Sorten. Ich glaube, jemand wird uns da in den Kommentaren korrigieren wahrscheinlich. Worüber wir schon himmel ist.